Hi und willkommen zum aktuellen Schulungsvideo. Mein Name ist Nina und heute zeige ich dir, wie man eine Kampagne mit Produktlisten anlegt. Solltest du mein Einführungsvideo über die Kampagne noch nicht gesehen haben, dann schau dir gerne das zuerst an. Das habe ich dir einmal verlinkt bei dem i und in der Videobeschreibung. Und es gibt auch über die Kampagnen eine komplette Videoreihe, die habe ich dir ebenfalls verlinkt, also schau da gerne einmal rein. Wir legen jetzt eben eine Kampagne mit Produktlisten an, das heißt eine Kampagne mit Unterseite und verschiedenen Produktlisten wie diese hier zum Beispiel. Und dafür springen wir direkt einmal in die Verwaltung und gehen hier auf den Reiter Kampagnen. Und wenn du hier oben auf Kampagne erstellen klickst, kannst du eben eine neue Kampagne anlegen. Und dann fügen wir jetzt erstmal die Inhalte ein und fangen einfach ganz standardgemäß an mit Titel, Beschreibung und dem Zeitraum. Du kannst nämlich auch eben Start und Ende der Kampagne festlegen, wenn du die Kampagne nur ein bestimmtes Datum laufen lassen möchtest. Und dafür kannst du dann eben hier das Datum einmal anwählen und gegebenenfalls auch die Uhrzeit. Die kannst du aber auch weglassen, indem du hier einfach auf ganztägig klickst. Dann kommen wir auch schon zu den Kampagnenbildern. Das Kampagnenbild ist immer ein Pflichtfeld, also das muss auf jeden Fall ausgewählt werden. Ob du dann ein Bild für die Kampagnenseite, Bild für Widgetbereich oder ein Bild für die Top-Kampagne noch hinzufügen möchtest, das ist optional und dir überlassen. Genau, ich habe jetzt hier schon ein Bild für die Kampagne ausgewählt und würde jetzt hier einfach noch ein Bild für den Widget-Bereich auswählen. Es gibt dann hier die Möglichkeit, seine Kampagne anzuteasern. Das bedeutet, dass die Kampagne schon mal auf der Startseite, also mit den eingestellten Bildern, wie zum Beispiel im Startseitenslider oder auch im Kampagnenwidget, dargestellt werden, aber sie ist noch nicht klickbar. Und du kannst quasi einfach so einen Teaser-Titel und eine Teaser-Beschreibung hinzufügen. Also beispielsweise, du hast in 3 Wochen eine Kampagne mit verschiedenen Produkten im Angebot, kannst du dann hier schon mal die Kampagne anteasern und beispielsweise die Kampagne somit schon mal vorankündigen. Voraussetzung hierfür ist, dass eben dein Startdatum der Kampagne in der Zukunft liegt. Und wenn du diese Option hier aktiviert hast, dann wird die Kampagne eben schon mal entsprechend dargestellt mit deinem eingestellten Titel und der Beschreibung. Und optional kann auch noch ein individueller Link sozusagen eingefügt werden. Und somit kannst du dann einfach deine Kampagne schon mal anteasern und vorankündigen. Und dann kommen wir auch schon zu der Top-Kampagne, genauso zu dem Feld. Das müsstest du eben betätigen, wenn du hier auch ein Bild eingepflegt hast für die Top-Kampagne. Und bei Optionen gibt es auch nochmal verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die du tätigen kannst. Und zwar kannst du hier einmal festlegen, ob der Text im Startseitenslider angezeigt werden soll. Das wäre am Beispiel von der Sommerkampagne eben dieser Text, also der Titel und dieser Button. Den könnte man eben beispielsweise ausblenden, wenn du Text im Bild integriert hast. Du kannst hier die Kampagne im Startseitenslider anzeigen lassen oder eben ausblenden. Das wäre dann eben der Startseitenslider hier. Du kannst hier eben auch auswählen, ob die Kampagne im Startseiten-Widget angezeigt werden soll. Voraussetzung hier ist natürlich, dass das Kampagnen-Widget auch aktiviert wurde. Und man kann hier eben dann variieren, dann einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen oder eben die verschiedenen Slider, also den Startseitenslider und den Kampagnenslider unterschiedlich zu gestalten. Mit dem Punkt Produktfilter Eingabefeld anzeigen ist dieser Punkt hier gemeint. Man kann hier eben bei der Unterseite mit den Produktlisten hier ein Suchfeld hinzufügen. Das kann man dann eben dahingehend nutzen, dass man hier jetzt beispielsweise in dieser Produktliste Produkte sucht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Football eingibt, genau, dann sieht man eben hier entsprechend das Produkt. Mit dem Sortierungswert kannst du angeben, wie die Bilder im Slider sortiert werden. Wie er eben dabei steht, wird eben aufsteigend sortiert dargestellt und Kampagnen ohne Sortierungswert werden als letztes angezeigt.
Du hast auch die Möglichkeit, ein Suchfeld bzw. das Produktmenü ausblenden zu lassen. Das wäre dann hier oben der Bereich, dass der quasi ausgeblendet wird. Das würde eben mit diesem Punkt hier funktionieren. Jetzt kommen wir aber wirklich zu den Produktlisten, und zwar siehst du hier schon den Punkt Liste, da klicken wir einmal drauf und da stellen wir jetzt eben eine Produktliste gemeinsam ein. Der Liste können wir jetzt erstmal einen Namen und auch eine Beschreibung geben und können dann wählen, welches Layout der Slider haben soll. Also beispielsweise soll die Liste ein Slider sein oder eine Liste, wie beispielsweise, hier hatte ich ja schon 2 Beispiele gezeigt, das ist quasi die Liste, das ist einmal der Slider. Da kannst du gerne einmal testen, welche Variante für dich einfach am besten funktioniert. Und dann hast du noch die Möglichkeit, einen Listenbanner hinzuzufügen, also einfach ja noch ein schönes Bild. Das habe ich dir auch einmal im Einführungsvideo schon gezeigt. Und dann geht es wirklich auch darum, einfach die Produkte hinzuzufügen mit den verschiedenen Permalinks. Wenn wir dann auf ein Produkt draufgehen und beispielsweise möchte ich jetzt dieses Produkt zu meiner Liste hinzufügen, dann nehme ich mir quasi einfach hier diesen letzten Teil, kopiere mir den raus und füge den dann hier hinzu. Das heißt, immer der Teil nach dem /Products, nach dem Slash, das ist quasi der Permalink, und der Teil müsste dann hier eben entsprechend in der Kampagne hinzugefügt werden. Das mache ich jetzt auch noch mit ein paar anderen Produkten und befülle die mir hier einfach nach Belieben. Dann fügt man noch ein 4. hinzu. Und dann könnte man die Kampagne jetzt auch schon speichern. Angenommen, du möchtest mehr als 5 Produkte hinzufügen, müsstest du einmal zwischenspeichern. Und dann siehst du, wenn du nochmal hier einmal auf die Liste draufklickst, dann öffnen sich entsprechend nochmal weitere Felder und das kann man dann eben unbegrenzt fortführen. Wenn du jetzt wie beispielsweise wie hier einfach verschiedene Listen hinzufügen möchtest, da habe ich jetzt eine Liste Bewegung an der frischen Luft und eine Liste Spaß im Sandkasten hinzugefügt, dann kannst du einfach hier bei Liste nochmal eine neue Liste hinzufügen und auch diese beliebig befüllen. Genau, nachdem wir jetzt eben gespeichert haben, würde ich mir die auch einmal im Frontend ansehen, und zwar hier auf den Button Ansehen klicken, und dann sieht man auch schon, wie die Kampagne jetzt aktuell aussieht, und die kann man dann eben entsprechend hier noch verschieden bearbeiten. Wenn man jetzt merkt, okay, man möchte vielleicht doch noch ein anderes Bild oder weitere Produkte hinzufügen, kann man die Kampagne auch jederzeit im Nachgang nochmal verändern. Ja, und das war's dann auch mit dem Video zur Produktliste. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Video.